Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Die aktuelle Zeit ist so für dich, dass du in jedem einzelnen Augenblick die Möglichkeit hast, dich mehr und mehr daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Die Schwierigkeiten sind dafür da, dass du dein Bewusstsein änderst, erweiterst, erkennst. Oft werden Situationen immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger und immer mühseliger, bis wir sagen, stopp, ich will so nicht mehr weiter. Und uns fragen, worum geht es denn eigentlich? Was will ich wirklich? Warum bin ich inkarniert? Was ist das Entscheidende jetzt für mich in meinem Leben? Hier ist so entscheidend, dass wir uns immer wieder klar machen, wir sind hier in einem Spiel. In diesem Spiel als vollkommenes Bewusstsein haben wir einen Körper-Verstandeskomplex, eine Art Gerät, mit dem wir diese Dimension erfahren können. Der große Gaudi dieses Spiels, wie ich immer wieder sage, für das vollkommene Wesen, was unsterblich ist, was in uns drin ist das, was es als Bewusstseinsverdunklung, denn wenn wir da reinkommen in den Körper, haben wir einfach ein ganz anderes und limitiertes Bewusstsein, wie wir eigentlich haben. Und dieses limitierte Bewusstsein, Verstandesbewusstsein, Bewusstsein, was sich aus den Erfahrungen gebildet hat, was wir gelernt haben, was wir abgespeichert haben in uns, ja, wie wir meinen, wie die Welt wäre und so weiter. Und wo wir uns damit identifizieren, dass wir also diese Person sind, die ist so und die ist toll oder schlecht und so weiter. Diese ganzen Begriffe, die wir von außen annehmen, das nenne ich ja alles Verstand. Das, was diese Person denkt, durch diese Apparaturkörper mit den 5 Sinnen, nehmen wir das Außen, alles Außen, als dreidimensionale Realität wahr. Darum 3D, dreidimensional. Dritte Dimension. Passt da ja zu. Ja, wir nehmen das so wahr, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine andere Ebene gehe, dann gehe ich zum Beispiel auch auf die Energie. Und Energie ist völlig anderes. Da sehe ich, da ist ganz was anderes. Das ist alles Bewegung. Das ganze Universum kann ich ja sagen, okay, wenn ich auf der 3. Dimensionsebene das sehe, dreidimensional sehe, dann habe ich da Planeten und die Erde und so weiter. Und wenn ich jetzt auf eine nächste Stufe gehe, dann sehe ich, dass alles Energie, Frequency, Sound ist, Frequenz, Klang ist, Ton ist. Diese Limitierung im Körper, in dem Bewusstsein, was du hier aufgebaut hast, ist das, was du außen wahrnimmst. Und da deine Energie immer weiter hochgeht, ich bin eine Reflexion und alles, was du siehst, ist deine Reflexion. Ist es so, dass jetzt immer mehr dieses Spiel in diesem Körper-Verstandeskomplex zu sein und daraus zu leben und aus diesen Limitieren zu erschaffen, dass das immer mehr im Konkreten in dir anfängt zu wackeln, zu shaken und immer mehr Teile abbrechen und du immer mehr andere neue Möglichkeiten sehen kannst.
Die Videos, die dir alle entgegenkommen mit so einem ähnlichen Thema, die Texte, die Sachen, die Dinge, alles, was dir entgegenkommt, zeigt dir, wo du gerade stehst. Das ist dein Spiegel. Das ist nicht für jeden gleich. Jemand anderes mit einer ganz anderen Frequenz kannst du gar nicht erreichen, nicht sehen, nicht wahrnehmen. Wir nehmen überhaupt nur die Menschen wahr und spielen mit den Menschen unser Spiel, die mehr oder weniger ein verwandtes Bewusstsein, eine verwandte Frequenz im Körper haben, sodass daraus auch ein verwandtes Kollektiv erscheinen kann, sodass auch ein kollektive Ereignisse sozusagen gemeinsam erschaffen werden, gemeinsam wahrgenommen werden können. Aber das ist ein Radiosender. Eine bestimmte Frequenz von vielen Möglichkeiten. Und dadurch, dass du bereits in diesem Rausbrechen bist aus dem alten Bewusstsein, wirst du vielleicht, weil du es auf tiefer Ebene so möchtest, immer wieder mit Dingen herausgefordert, die alle die gleiche Anforderung haben, nämlich zu erkennen, ach, ich spiele ja ein Spiel, ich bin das schlussendlich nicht. Beziehungsweise die Situation wird dich immer wieder versuchen, richtig rein zu nageln ins Spiel, sodass du total voller Drama dieses Mensch ärgere dich nicht spielst, es nimmst und aus dem Fenster schmeißt. Ja? Das heißt, schau dir dein Leben an, ganz konkret. Welche Ereignisse sind da drin? Welche Dinge begegnen dir? Schau dir das an, alles, was du um dich herum wahrnimmst, als deinen Film, dein Theaterstück, deine Inszenierung aus deinem Bewusstsein. Jetzt ist immer wieder die Frage, ich spiele ein Spiel. Ich bin vollkommenes Bewusstsein. Ich habe eine Rolle, mit der erlebe ich das. Das Ganze ist ein Film. Wenn ich das mache, bin ich in der Lage, aus jeder Situation herauszusteigen und in meine Ruhe zu kommen, anstatt mitzuspielen in dem Drama. Und genau das ist der Prozess, auf den es jetzt in deinem Bewusstsein ankommt. Weil damit platzen wir peu à peu auf allen Ebenen mehr und mehr die falsche Matrix dieser Erde ab. Sodass das frei werden kann, was vollkommen in dir ist. Dein vollkommenes Bewusstsein. Da ist Meditation und Verankerung innen so wesentlich. Da ist es immer wieder so wesentlich, sich klar zu machen, nicht außen, nicht das, was dich triggert, ist die Realität, sondern in dir. Immer wenn ich nach außen gehe, habe ich die Situation, dass ich mich als Opfer der Umstände fühle. Immer wenn ich zurückkomme in mich hinein, erkenne ich wieder, ich bin ja Schöpfer, ich kann ja von innen alles neu erfahren. Ich erfahre es neu, indem ich einen neuen Fokus setze, indem ich neue Dinge entscheide, indem ich für neue Dinge gehe. Dieses Spiel ist im vollen Gange bei dir. Sonst wärst du nicht hier und würdest mich nicht hören. Du könntest mich gar nicht hören. Du würdest mich nicht wahrnehmen. Erkenne, dass es um Loslassen, um Entlassen geht. Dein Verstand will in die Situation reinhaken und sagen, es ist aber dieses Mal so schlimm draußen. Jetzt kann ich nicht mehr anders. Ich muss erkennen, ich bin Opfer. Ja. Bis du dich spätestens an dieses Video erinnerst und sagst, okay, passt,
Das Außen ist eine Reflexion, ein Spiegel, nicht die Realität. Ein Hologramm, nicht die Realität. Es ist, was du in dir hast. Wenn ich an Ereignisse einhake, die von außen kommen, die mir Angst bereiten und sie nudel und in mir intensiv fühle und sie so sehr in Realität in mir wahrnehme und glaube, das ist erst der Vorgang, wodurch du die in deinem Körper-Verstandeskomplex mit deinen 5 Sinnen zu einer sogenannten Realität formierst. Wenn dir aber Ereignisse begegnen, die schrecklich sind, die du nicht haben willst und du sie entlässt, einfach nicht einhängst, einfach erkennst, okay, das ist das Spiel, ja, das ist eine Szene und okay, die lass mal einfach durchziehen, nicht? Da sitze ich in meinem Sessel als Regisseur und sage, okay, die ist mir irgendwie reingerutscht. Pass by, lass ich einfach durchziehen, ja? Oder aber du gehst wirklich in dein Inneres und fragst dich, okay, will die vielleicht in dir noch was hervorholen, wo du etwas anders machen möchtest, wo du neue Dinge formieren möchtest. Dann kannst du ja mit deinem Inneren, mit deiner inneren Stimme in Verbindung treten und fragen, was das bedeutet, was du vielleicht in dir loslassen kannst. Weil natürlich sind die Geschichten, die in uns noch nicht aufgelöst sind oder die Triggerpoints haben. Also wenn da kein Trigger von außen ist, dann merkst du eine Situation gar nicht. Wenn du in dir aufgeräumt hast, ist es weg. Wenn da noch was in dir drinnen ist, Glaubenssätze oder sowas, die eigentlich entlassen gehören, dann können Situationen von außen da drauf triggern und dieses Triggern tut dann weh. Aber das kann nur wehtun, wenn da wirklich was ist. Und wenn da was wirklich ist, dann ist das immer irgendein Denken, was limitiert und was in der Regel grundsätzlich entlassen werden kann. Das ist der Prozess des Aufwachens. Das Aufwachen bedeutet, in das, was unsterblich ist, zu shiften aus der Rolle heraus. Ich bin vollkommen. Nicht nur ich, du auch. Das ist unsere Urnatur. Vollkommenes Bewusstsein, unsterblich. Ich habe eine Anastasia, einen Körper, Dinge. Ich bin sie nicht. Ich habe Schmerzen in Anastasia, nicht in mir. Ich erfahre mit Anastasia diese und diese und diese Ereignisse auf der Erde, aber nicht ich als vollkommenes Wesen. Und du siehst schon, wenn ich da anfange, Abstand zu gewinnen und mir das anschaue, dann komme ich in die Perspektive der Stille, der Freiheit, der Leichtigkeit, derweil vielleicht meine Rolle alle möglichen Dinge erfährt. Und je mehr ich meine Rolle aus dem ruhigen, stillen, wissenden Teil in mir führen kann, umso sicherer geht sie da hindurch und wird von den Ereignissen im Auge außen immer weniger irritiert. Das ist der Prozess, an dem du gerade dran bist. Das Entscheidende ist, den ganzen Tag hindurch jedes Ereignis immer mehr dazu zu nehmen, zu erkennen, aha,
Das war eine Angst in mir, die hat das erschaffen. Ist gut. Ich entlasse die Angst. Ich entlasse die Situation. Es ist eine Szene, ein Abschnitt in meinem Film, den ich nicht so ganz bewusst gestaltet habe. Ich lasse ihn durchlaufen. Hake nicht ein. Fertig. Du hast als vollkommenes Bewusstsein eine menschliche Erfahrung. Viele menschliche Erfahrungen. Alle Erfahrungen sind Erfahrungen. Keine Erfahrung ist richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Es sind Erfahrungen. Wenn ich sie da als Erfahrungen stehen lassen kann und in das hineinschifte, was ich wirklich bin, verändert sich alles in deinem Leben. In diesem Sinne, von ganzem Herzen, unendliche Liebe zu dir. Bis zum nächsten Mal.